Hallo und willkommen. Mischa und ich sind hier. Wir wollen ganz schnell das Wichtigste rüberbringen. Wir haben nur ein paar Minuten Zeit, dann muss das fertig sein. Bringen wir das fertig? Ja, versuch du doch mal. Genau, wir wollen darüber reden, was passiert ist im Sommer und vor dem Sommer, wie wir es hatten, so ein Update, das macht unser Newsletter. Und dann wollen wir euch vorausblickend sagen, wann wir wo sind, was so ein wenig passiert. Und wer genau wissen will, was uns so geschehen ist, Aufregendes, der kommt am besten an unsere Vorträge und Seminare, weil da erzählen wir ja immer die letzten Geschichten, gerade auch im Umgang mit Reiki. Wo wollen wir anfangen, Mischa? Okay, mit dem Sommer. Sommer? Mit dem Sommer, ja. Ja, fang an. Okay, es war ein schöner Sommer. Wir waren beide absolut erholungsbedürftig. Und ich weiß noch genau, mir kommen schon die Tränen wieder, das erste Mal ins Wasser gehen. Es war pure Therapie. Während du ein wenig heulst, kann ich ja davon erzählen, was vor dem Sommer passiert ist. Ich hatte ich nenne es medizinisches Experiment, eine Hirnblutung, lebensgefährlich. Ich war im Wasser draußen am Schwimmen, das ist eine andere Geschichte, gesagt, das erzähle ich dann im Detail an meinen Vorträgen. Und lebensgefährlich, ich war dann in der Intensivstation, modernste medizinische Betreuung, und alle Ärzte haben immer gesagt, wir verstehen das nicht, das ist ein richtiges Wunder, Sie haben so ein Glück gehabt, Herr Vögtli, weil ich überhaupt keine Symptome habe. Ich habe dann ständig gedacht, naja, Glück oder vielleicht was anderes, aber im Grunde genommen ist es mir sowas von egal. Hauptsache, es geht mir gut. So, das war das eine. Und dann war das... Hauptsache, ich konnte helfen. Ich konnte mit Reiki helfen. Ich bin nie hilflos gewesen. Für dich, für mich und für unsere Söhne. Ja, genau. Und ich lag jeweils im Bett und habe mir Reiki gegeben auf der Intensivstation. Ich habe auch einige interessante Gespräche mit den Medizinern gehabt. Und dann hatte ich die Absicht, ein Sabbatical zu machen, den ganzen Sommer durch. Bin dann auch mit Mischa nach Griechenland, habe sie eingerichtet und bin dann losgezogen. Und musste dann aber, ihr habt wahrscheinlich von der Hitzewelle gehört, musste dann aber schnell mal realisieren, dass die Medikamente, die ich nehme, wegen dem Blutdruck, als Konsequenz von dieser Hirnblutung, das ist noch eine offene Geschichte, wie ich damit umgehen werde in Zukunft. Aber die Nebenerscheinungen der Medikamente und die riesige Hitze haben mich dann dazu bewogen, das Sabbatical, wie ursprünglich beabsichtigt, abzubrechen. Bin dann zu Mischa auf die Insel gegangen und habe mein Sabbatical, was das Arbeiten anbelangt, völlig durchgezogen. Das heißt, ich habe überhaupt nicht gearbeitet, 5 E-Mails beantwortet, wenn es hochkommt. Ja, in der gleichen Zeit durfte ich nicht viel arbeiten, aber wirklich wunderschön. Ich glaube, ich habe an die 30 Behandlungen gegeben. Noch nie so viele, mit wunderschönen Resultaten, die mich immer wieder überwältigen. Und am Abschluss der Sommerferien gab ich noch ein 3-Jahr-Seminar in Athen. Also wirklich ganz schön, ich bin sehr dankbar. Und jetzt freue ich mich auch unglaublich auf Erfurt. Also zuerst steht noch ein Seminar um die Schweiz an und dann Erfurt. Und da brauchen wir ein bisschen eure Hilfe, Erfurter. Es gibt einen Wechsel, das heißt, wir haben einen Koordinatorenwechsel, beziehungsweise wir suchen eine neue Koordination. Wir brauchen lokale Unterstützung. Ja, wenn du dich fit wirst, für sowas Interesse hast, lass es uns wissen. Unsere Daten seht ihr, oder willst du dir gleich durchgehen? Ja, ich wollte was anderes dazufügen für diejenigen, die vielleicht nicht regelmäßig auf unserer Webseite sind. Übrigens findet ihr dann alles in den Kommentaren unter diesem Video auch, Links und so weiter. Wann war es? Im Mai hatten wir dann natürlich die große Ehre und das große Vergnügen, die Dr. Maike Wagner als Reiki-Meisterin zu graduieren. Ein ganz tolles Fest. Ja. Und auf unserer Homepage gibt es einen ganz originellen, schönen Beitrag, weil wir eben, weil Maike das ganz besonders gestaltet hat, ihre Graduation. Empfehle ich euch hinzugehen, zu lesen. Wir werden am
19. Oktober in Erfurt sein. Um 7 Uhr am Abend gebe ich einen öffentlichen Vortrag. Mischa wird wahrscheinlich auch nicht weit weg sein. Dann am darauffolgenden Wochenende, 21. 22. gebe ich ein Seminar, ein Reiki 1 Seminar und du mich... Gleichzeitig Reiki 2. Genau. Ja. Wir freuen uns sehr, wie immer, auf Erfurt. Wir sind da natürlich in Luzern tätig, da haben wir jetzt nicht mehr, das ist schon vorbei, aber in einer Woche schon wieder gibt die Mischa Reiki 1 am 7. und 10. Oktober, aber ich gehe jetzt nicht das ganze Programm durch. Doch, aber eines möchte ich sagen, es gibt im November ein 3A-Seminar. Und das findet definitiv statt. Ab da freue ich mich sehr darauf. Gehört mir, wir streiten uns jeweils fast, wer das geben darf. Gut, und wenn Mischa schon die Spezialseminare erwähnt, dann auch das Kinderseminar im Dezember. Ja. Ja. Aber alle anderen Daten, wir geben noch einige Seminarien, bitte auf unserer Webseite konsultieren. So, das wäre es eigentlich. Das muss es sein, wir sind über 5 Minuten. Ich habe so viel Geduld gehabt mit uns. Danke. Tschüss.